24 Angler. Yes, baby! 13 Angeltage. Alter, hab ich eben geschwänzt. 4 Gruppen. Guckt euch das an! 3 Zielfische. Dieser Biss. Eine Finalrunde ohne Ortskenntnisse. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2023 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, Hearty Rice, Feel the Difference und LMAB, Every Great Story Starts with a Cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 17. Episode des YPC Bank 2023 und damit zur ersten von 2 Folgen im Halbfinale 1. Anders als in der Vorrunde haben die Angler diesmal statt 2 mal 8 nur einmal 9 Stunden Angelzeit und können dabei je einen Barsch, einen Zander und einen Hecht sowie 2 Bonusfische, egal welcher Zielfischart, in die Wertung bringen. Außerdem gibt es 2 mal 10 Topwater-Punkte zu holen. Die Zonenunterteilung ist aufgehoben, die Angler dürfen ihre Spots also frei wählen. Dabei werden sie zu keinem Zeitpunkt über die Ergebnisse der Konkurrenz informiert. So viel zu den Regeln. Das Halbfinale 1 setzt sich aus den besten 3 Anglern der Vorrundengruppe A, nämlich Dustin Schöne, Landry Rosens und Herbert Ziereis, sowie den Top 3 Anglern der Gruppe B, Marc Patschowski, Patrick Marable und Markus von Oy zusammen. Der Druck ist zweifellos ein anderer als in der Gruppenphase, denn nur die ersten 2 kommen hier ins Finale. Fehler kann sich also eigentlich niemand erlauben und bei dieser Konstellation bedarf es vermutlich einiger Ausnahmefische fürs Weiterkommen. Um die zu fangen, müsste man allerdings erst einmal am Wasser ankommen. Ja, habe ich dir. Wir brauchen ganz schnelle Hilfe. Mein Auto lässt sich nicht mehr schalten und wir sind jetzt ein paar Kilometer Richtung, wo sind wir gefahren? Richtung Autobahn, aber der Kameramann mit dem Auto, da wir dann weiterfahren. Aber wir brauchen jetzt schnell einen Transfer vom Auto wieder zum Campi. Kannst du das schnell machen? Einfach das Auto herfahren. Ich schicke dir einen Standpunkt. Okay, alles klar, danke. It's time to half final, so it will be so hard because on the group, I think the middle of the group, maybe more, have a lot of good spots with big fish, and for me, it's not the same. I had a really bad training and I had a bad first qualification. So I changed totally my strategy and take a lot of risk for today. My strategy is to go to the border, so it's far away. I don't train on this spot. I don't know if the pike is on fire or no. I don't know. We will see. Ich bin richtig motiviert. Ich habe ein Bauchgefühl, dass richtig große Fische brauchen wird heute, um da was zu reißen. Die Resultate waren sehr weit gestreut in der Vorrunde pro Gruppe, aber es gab sensationelle Ergebnisse in jeder Gruppe. Und genau gegen die Leute müssen wir heute angeln, oder muss ich heute angeln. Und darum pokern wir heute etwas auf große Fische, in der Hoffnung, dass es sich auszahlt. Wenn wir merken nach einer Zeit, das funktioniert gar nicht, können wir immer noch reagieren und versuchen, Hauptsache einen Fisch zu fangen. Aber zuerst, weil heute nur ein Tag Zeit ist für die Zwischenrunde, setzen wir direkt alles auf die Big Fish Karte. Guten Morgen! 2. Runde. Krass. Und tatsächlich ist mein Mitangler aus der 1. Runde, der Marc, direkt vor mir. Und dann sehe ich mal zu, dass ich ihn gleich überholt kriege. Ich vermute zwar nicht, dass er an den gleichen Spot will, aber sicher ist sicher.
Wer zuerst kommt, der malt zuerst. Ich bin ultra nervös, ihr merkt es vielleicht. Auch wenn ich nämlich eine sehr, sehr gute Vorrunde hatte mit Punkterekord und so weiter, können sich einige vielleicht ans letzte Jahr erinnern. Da hatte ich das nämlich auch und bin dann kläglich gescheitert und im Halbfinale ausgeschieden. Das will ich heute vermeiden. Deswegen unser Plan: erst Barsch, dann Zander, dann Hecht und hoffentlich am Ende eine Fullcard haben. Ob es klappt, werden wir sehen. Aber ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen und wir können gleich den ersten Barsch fangen. 20 Minuten geht's los. So lange bereite ich noch alles vor und dann geht's wirklich ans Wasser. Anspannung ist groß, muss ich sagen. Ja, Karte voll machen ist Pflicht und ich glaube auch mit großen Fischen ist es Pflicht. Ich starte hier heute, wo ich in meiner Gruppenphase gestartet bin. Also ein bisschen Streetfishing. Mal gucken, was ich so fangen kann hier. Die Tide ist eigentlich ziemlich gut, aber nur noch kurz, nur eine Stunde, anderthalb. Einfach mal fangen, was man fangen kann. Einfach mal ein paar Fische fangen, nicht so wie mein zweiter Gruppentag. Einfach ein bisschen Spaß haben. Und dann am Ende, wenn da große Fische dabei sind, wäre cool. Ich habe ein paar gute Ideen. Ob die dann aufgehen, sehen wir. Let's start fishing. The weather is totally different than yesterday. It's cold, so cold. I have my jacket, etc. So it's so cold. And the wind is coming from the north. I will fish for pike on this spot. This is my first pike spot. To do my first cast, I use for this fishing for pike casting rod from Monkey Lures. It's the Statement, the biggest one from Monkey Lures. And I will use a soft bait with a grace color and a pike craft system. An dieser Stelle fange ich mit dem KVD Sexy Dog Junior an. Das ist der Topwater Bait, auf den ich hier einen 40er Barsch gefangen habe im Training und danach auch das Angeln eingestellt habe. Wird an der Loose Custom Light Speedstick gefischt, der Topwater Jerkbait, also die Route, die wirklich dafür ausgelegt ist. Kombiniert mit einer Loose Hyper Mag, eine Rolle, die ich sehr mag, die ich erst seit kurzem habe, aber die mich von Anfang an begeistert hat. Ich bereite mir jetzt erstmal 3 Routen vor, schnell. 3 Casting-Routen. Eine mit Topwater, eine mit einem Mad Max Twitchbait und eine mit einem Crankbait. Einfach um schnell wechseln zu können. Route weg, andere Route ran und dann klappt es hoffentlich direkt mit dem Fisch. Oh, ich kann kaum den Snap durchziehen, so nervös bin ich. Das ist Wettkampfangeln, deswegen machen wir das. Ja, der Stresspegel ist hoch, muss ich sagen. Also nervös bin ich auf jeden Fall. Wichtig ist heute einfach ein paar Fische zu fangen. Wie gesagt, die Größen schauen wir da mal. Kann man nicht immer so beeinflussen. Aber ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, es ist mir egal, ob ich weiterkomme oder nicht. Dafür angel ich zu gerne Competitions und habe schon viel zu viel Competitions geangelt. Am Ende ist man, wenn man ehrlich ist, nicht wirklich zufrieden mit dem 2., 3. oder 5. Platz. Man will am Ende vorne stehen. Es kommen nur 2 weiter. Patrick hat ja in der Gruppenphase gezeigt am 2. Tag, was da möglich ist. Ich hatte einen guten ersten Tag. Ich hatte aber auch echt viel, bisschen Glück am ersten Tag war schon dabei. Von daher, ja, die Anspannung ist groß. Das macht einen so nervös. Wenn man schon am Wasser steht, alles kampfbereit und du darfst noch nicht, du musst warten. Oh. Der Kopf rattert. 58, ich gehe rauf, ne? Du sagst mir, wann ich darf. 2 Minuten. Ist es soweit? So, der erste Wurf vom Halbfinale. Ich fange mit Topwater an. Es geht los. Let's go, first cast. Halbfinale. Jawohl. Hoffentlich kommt gleich ein Fisch.
Uiuiuiui, das war ungeschickt von mir. Im Kescher gelöst. Jo. Dann mal schnell machen. Oh, ist noch perfekt nass. Was will man mehr? Einen Wunder... Wow, 46. Traumhaft. Was ein geiler Start. Da geht das Baby. Yes, yes. Wahnsinn! Herbert und Markus haben ihren ersten Spot noch nicht einmal erreicht und Patrick zaubert hier quasi mit dem Startschuss so eine Murmel aus dem Wasser. 92 Zähler plus 10 Topwater-Punkte. Allzu lange ruht sich der Vorjahresfinalist aber nicht auf seinen Lorbeeren aus. Nächster Wurf. Hoffen wir mal, dass sie nicht gespukt sind. Die Chance besteht, aber für den Fall, dass sie gespukt sind, habe ich noch die Möglichkeit Köderwechsel, zum Beispiel auf den Popper. Oder was noch wahrscheinlicher ist, mit Twitchbait, vielleicht mit Gummi, doch noch irgendwie einen zweiten Fisch zu kriegen oder einen dritten, je nachdem wie lang es geht. Fisch. Das ist kein Riese, aber der hat auf jeden Fall das Maß. Puh. Okay. Der Anfang wäre gemacht. Ja, 49,5. Der erste kleine Zander. Der Anfang wäre gemacht. Perfekt. Nummer 1. Erfolgsköder war wieder Magic Slim Shad. Der Farbe Magic Perch und mit ordentlich Nitro Booster. So, schauen wir mal, ob wir gleich noch einkriegen. So, jetzt wechsle ich auf Twitchbait, weil Topwater hat jetzt 3 Würfe lang nichts gebracht. Wenn die auch Bock drauf hätten, hätten die wahrscheinlich schon drauf geknallt. Also muss ich jetzt zusehen, ob ich noch einen zweiten oder dritten kriege. Und wenn nicht, egal, ich habe einen wirklich tollen Fisch gefangen hier. So, der Slickstick Wash Measurement ist noch sehr nass und wir haben hier einen wundervollen 39er. Wunderschöner Fisch. Auch auf das Risiko hin, dass er jetzt die anderen spukt, aber ich will den nicht durch die Gegend tragen. Mark hat sich mit seinem kleinen Zander immerhin angemeldet. Patrick aber legt hier wirklich los wie die Feuerwehr. Der zweite richtig gute Wertungsbarsch und schon jetzt eine ordentliche Hypothek für die anderen. Markus hat seinen Angelplatz mittlerweile immerhin fast erreicht. 20 nach 7. Leider habe ich es nicht vorher geschafft, aber jetzt sind wir bereit, an der ersten Stelle angekommen. Heute der Plan hier, alle 3. Fokus zuerst auf Zander die ersten Stunden, solange es noch etwas weniger Licht hat. Und danach gehen wir dann mehr auf Hecht und Barsch. Das wäre das Ziel. Drückt mir alle Daumen und Zehen und was ihr sonst noch habt, dass ich heute die 5 Fische hinkriege. Und dann sehen wir uns im Finale. Attacke! Let's go! So, jetzt bin ich ein bisschen leicht außer Atem, aber es hat jetzt wahnsinnig pressiert, könnt ihr euch ja vorstellen. Wir haben jetzt 7:22 Uhr, das Ganze hat uns jetzt 22 Minuten Zeit gekostet. Aber das muss man jetzt wegstecken, das ist halt einfach einmal so gewesen. Und ich fische jetzt da an einem Barschspot. Wir haben da dort schon Barsche gefangen, also es ist nicht so, dass wir da einfach nur herkommen und so. Und ich hoffe einfach, dass jetzt das gleich passiert, was ich gern möchte. Und drückt mir die Daumen, es geht los. Fisch. Jawohl, und das ist der nächste. Wieder ein kleiner Zander. Aber der hat auch das Maß.
Er ist etwas kleiner wie der vorher. 46. Kleiner 46er Zander nehme ich im Moment mit Kusshand. So, der darf jetzt auch gleich wieder einmal nach unten. Und tschüss. Einmal neu einschmieren. Und weiter geht's. Hier mit dem Slim Shad werde ich sogar noch zum Zanderangler, glaube ich. Ja, irgendwie sind die jetzt noch nicht so aktiv, die Biester. Aber vorgestern habe ich die auch erst so gegen 9 gefangen. Heute ging es ja eine Stunde früher los. Das kann natürlich die falsche Zeit sein. Deswegen bleibe ich hier auf jeden Fall und bleibe meinem Plan treu. Habe ich jetzt schon oft gesagt. Ne? Nicht zu panisch werden, obwohl ich kurz davor bin. The wind is so cold. It's so bad for pike fishing. But that is my plan, so I will continue, but not here because we are. The wind is hard here, but maybe in village with houses, etc. It's maybe better. So we will move from this spot. I will lose some time, but I need to change something tomorrow. So yeah, let's try another spot. Landflucht bei Landry und auch Patrick bricht überraschend seine Zelte ab. Traumhafter Start, 7:35 Uhr, ich verlasse den Platz. Das bedeutet nach 35 Minuten einen tollen Top-Water-Barsch, der mich mega glücklich macht und einen 39er Barsch noch hinterher auf Twitchbait, der mich genauso glücklich macht. Mehr kann man sich gar nicht wünschen für die erste halbe Stunde und jetzt geht es an den heißgeliebten Kanal von gestern, von der ersten Runde, zweiter Tag. Und schauen wir mal, was die Zander, Barsche und Hechte dort heute zu sagen haben. Drückt mir die Daumen. Ja, lost it! Another one behind. Noch einer hinten, ich habe einen verloren. Ah, der war drauf. 2 Stück hinterher. Gerade auf den Chatterbait gewechselt. Er hing kurz. Oh nein! Das war die Chance gewesen. Fuck. 2 Stück dahinter, einer hing. Naja, das macht Mut. Vorgestern ging es auch so los. Einen verloren und dann noch 2 bekommen. Ah, fuck, Biss. Direkt am Fuß von der Steinpackung den ersten Biss gehabt. Ich schätze einen Zander. Weiter geht's. Nächstes Mal muss er hängen. Ich fische jetzt hier die Beast Boat 240. Ich habe mich heute für die Route entschieden, weil ich an der Stelle eigentlich nur jetzt am Morgen die ersten Stunden auf Zander fischen werde. Das geht mit der Beast sensationell gut, sogar vom Ufer mit 240 überhaupt kein Thema. Und dass ich nicht noch mehr Routen mitschleppe, habe ich jetzt gesagt, ich kombiniere eine Hechtroute quasi als Beast Boat, nehme die aber auch zum Zanderfischen. Habe sensationelle Übertragung, spüre ich auch immer schön, wenn der Köder am Grund aufsetzt. Und hoffentlich spüre ich auch bald den nächsten Biss und kann euch die Route noch krumm präsentieren. Und nahe auf Hecht wäre das Ziel, dass ich da recht auffällig fische. Viel Abwechslung mit den Ködern. Mal groß, mal laut, mal mit Spinnerblatt, mal ohne, so querbeet durchprobieren, wo es am Schluss drauf reagieren. Fisch. Jawohl. Der ist deutlich über 50, würde ich sagen. Aber der Fisch wollte jetzt wirklich aggressiv. Ich mache immer eine langsame Fahrt hier zwischen dem Schiff für die Zander und dann einmal aggressiv für die Barsche. Meistens ist es so, dass die Barsche es lieber ein bisschen aggressiver wollen, die Zander lieber ein bisschen ruhiger. In dem Fall war es umgekehrt. Das ist das Schöne beim Angeln, man kann sich auf nichts verlassen.
Der nächste Zander, 51 cm, der ist mal richtig reingetockt eben. Das läuft schon mal. Also das mit dem Fischefangen klappt, zumindest mit den Zandern. So, und da geht er wieder unter das Schiff. Bei der regen Nachfrage kann man nur hoffen, dass Marc genügend Nitro-Booster dabei hat. Mit seinem dritten Zander löst der Hesse Patrick an der Spitze ab. Leandri steht andernorts vor einer schwierigen Aufgabe. Pike is there, but a bird was hunting and a pike is moving. So I see one pike. But how to cast inside of this grass? I don't know. I have this lure with Texan hook. It's pike craft system again. There is a blade on the bottom. So maybe I can put my lure inside of this part. Wieder der nächste Barsch hinterher. Mann, die scheinen heute noch nicht aktiv zu sein, aber der große Vorteil ist, man weiß, man ist am richtigen Spot. Also die Fische sind auf jeden Fall hier. Jetzt müssen wir sie nur irgendwie aktivieren. Twitchbait probiert, Crankbait probiert, Chatterbait probiert. Ja, wenn das alles nichts wird, dann werde ich jetzt doch noch mal auf Gummi probieren. Freewig oder Carolina oder irgendwas. Mal gucken. Kleiner, größer. Irgendwie müssen wir die doch aktiviert bekommen, die Biester. Das Problem ist oft der erste Fisch, weil man, ja, wenn der erste Fisch erstmal gefallen ist, dann ist oft der Bann gebrochen. Aber den Punkt müssen wir erstmal erreichen. Da ist der erste Barsch, hoffentlich bleibt er diesmal dran. So, jetzt ist die Erleichterung da. So weit braucht man nicht aufdecken, aber es ist ein 40er Fisch, das ist schon mal ganz gut. Ein wunderschöner Fisch, gezeichnet auf jeden Fall wunderschön. Über 0,5. Warte, sogar, ja, 42. Geil. Ist auf jeden Fall schon mal gut. Ich bin happy. Tschüss, Großer. Oh, das ist so schön, wenn die wegschwimmen. Yes, sehr gut. Knoten geplatzt! Dustin tut etwas für sein strapaziertes Nervenkostüm und heimst die ersten Punkte ein. Barsche und Zander zeigen sich hier bisher sehr gut aufgelegt. Die Hechte hingegen sind noch etwas morgenmuffelig. I changed for a spoon, a little one, because pike is not active. So I use a little bait to see for the perch and maybe little bit. It's maybe good for pike fishing today, I don't know. I think it's a bad day for pike. It's not good for me, but it's like that. And look at this funny spoon from Stooky Fishing. It's funny one, huh? Perch. Small one. First fish, small one, small perch, but perch is active. I don't measure it because it's too small. So, wir verlassen jetzt den ersten Platz. Leider ist nichts gegangen. Es ist auch heute wahnsinnig kalt, also
Jetzt haben wir immer 20 Grad gehabt, aber heute ist es richtig kalt. Aber ich glaube, dass die irgendwann kommen die und wir sind am Spot und wir haben noch gute Plätze. Apropos gute Plätze. So. Erster Wurf am zweiten Gewässer. Im Prinzip das gleiche Spielchen wie gestern. Wasser ist nicht ganz so trüb, wie ich befürchtet habe. Da mir noch ein Topwaterfisch fehlt, werde ich jetzt auch zwischendurch immer mal wieder den Popper dranhängen. In der Hoffnung, dass es wie gestern einfach diesen Glückstreffer gibt, der Bock hat auf Topwater. Weil diese 10 Bonuspunkte, die sind so wahnsinnig viel wert. Damit kann man die Größen ausgleichen. Aber ich werde es jetzt in der Anfangszeit deutlich weniger fischen als gestern. Das waren jetzt die ersten 2 Würfe. Aber hauptsächlich ist das hier jetzt angesagt. Bremse muss schön weich sein. Da haben wir gestern schon schlechte Erfahrungen gemacht mit Aussteigern. Das sind halt kleine, feine Häkchen. Trotzdem habe ich schon mal den ersten Barsch. Dürfte knapp Maß haben. Deswegen ab rein damit. So. Okay. Und hier ist es auch schön, kann ich wieder den Fisch ganz entspannt im Wasser lassen, während ich hier alles vorbereite. Ich denke mal 23, 24 wird er haben. Den kann ich tatsächlich als 25er in die Wertung schicken. Ab zurück damit. Nice. Man darf nicht vergessen, dass beim YPC viele an diesem Kanal geangelt haben. Gefangen hat aber niemand so gut wie Patrick. Barsch Nummer 3 und die erneute Führung für den Rheinländer mit britischem Pass. Allerdings scheint auch ein anderer Angler langsam warm zu werden. Fisch. Huge. Riesig. Riesiger Barsch. Riesiger Barsch. Alter, ich konnte mit dem Kescher da nicht durch. Oh, das ist ein richtig schöner Barsch. Oh, Jungs, ich bin so aufgeregt. Ich bin am Zittern. Oh. Doch nicht so groß. Ich habe gedacht, der ist größer. Aber ein sehr schöner Fisch. Wichtige Punkte auf jeden Fall. (47) 47. Sehr schön. Da ist er, der Gute, der darf zurück. Und er wollte sofort weg. 47, ganz wichtig. Bisher sieht es hier nicht unbedingt so aus, als würde sich Dustins Halbfinaltrauma vom letzten Jahr wiederholen. Der Sieger der Gruppe A kann bisher an seine Vorrundenleistung anknüpfen und landet schon wieder einen Barsch in Handgepäckgröße. Die Konkurrenz hat so etwas schon befürchtet. Ja, das sind wahrscheinlich jetzt schon, ja. Oh, 45er Barsch. Mit der 10 echt. Machen wir jetzt gleich mal noch einen fetten Zander. Ich traue den Typen zu. Aber auch den anderen, dass die einige krasse Fische heute abliefern. Also ich denke mal, Fullcard mit mindestens 1, 2 richtig geilen Fischen wird man brauchen, um auch nur annähernd eine Chance zu haben, weiterzukommen. Weil meiner Meinung nach ist YPC ein so gut besetztes Turnier mit so krassen Leuten. Und man sieht ja jedes Jahr, was die für Fische fangen. Es ist einfach irre. Sich mit so Leuten ja, im Grunde genommen messen zu dürfen, ist echt eine Ehre. Also für mich, finde ich schon.
Während Patrick den Kollegen huldigt, überdenkt Markus seine Strategie. Ich hatte direkt in den ersten paar Würfen einen Kontakt, danach nichts mehr. Darum werde ich jetzt mal umswitchen von Big Fish Plan auf Fischplan. Jetzt schauen wir, dass wir überhaupt mal was zum Einreichen haben. Und wenn am Schluss noch Zeit ist, dann könnte es aufgehen, dass wir hier noch mal weitermachen. Hat leider nicht funktioniert, hätte auch klappen können, wie es immer ist beim Angeln. Aber es ist noch Zeit da. Wir sehen uns am nächsten Spot. Fisch. Ja, der ist klein. Das ist ein untermaßiger Zander. Ja, den brauche ich nicht zu messen. Der hilft mir nicht weiter. Der ruhig ein Barsch sein dürfen. Der Anhieb hat Größeres vermuten lassen. Während Marc unverzüglich weitermacht, hat Patrick plötzlich Gesellschaft. Die Zeit muss doch sein, komm her. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen, vielen lieben Dank. Kann ich immer gut gebrauchen. Jungs, ich wünsche euch was. Ciao. Danke, ciao. Schöne Szene. Und auch bei Marc hat sich ein Fan eingefunden. Vermutlich aber aus unlauteren Motiven. Ui. Kommst ein bisschen zu spät für den Fisch. Klarer Fall von falschem Fanlager. Maß hier. Könnte Maß haben. Vielleicht eine kleine Verbesserung. Ja, der müsste ein Ticken größer sein. Also auch rein generell, wenn ihr mich mal irgendwann am Wasser seht, kein Thema, ansprechen. Es ist, ich bin auch nur ein ganz normaler Dude, einfach nur ein Angler wie ihr. Und so, jetzt gucken wir uns mal den Fisch. Ja, ich will jetzt 26. Gut ist 26. Liegt an, ist hier knapp drüber. 1 cm Verbesserung, immerhin. Das war knapp. Aber wollen es jetzt auch nicht zu lang treiben. Ja, schön. Wieder 1 Zentimeter mehr. Beziehungsweise 2 Punkte. Nice. Das Eichhörnchen nährt sich mühsam. Die Katze bleibt vorerst hungrig. Und Herbert, der Strommat. Ist da noch kein Weg oder was? Halt, verkehrt. Verkehrter Weg. Da geht man nicht für. Ja, wir versuchen jetzt da einen Hecht zu fangen. Oder natürlich einen Barsch. Aber generell ist das eigentlich ein Platz, da kann ich alles fangen. Also, aber wir waren da ja schon vorher da, den kennt ihr sicherlich, den Platz. Da haben wir in der Früh gleich einen Hecht gefangen. Gibt eine riesen Barsche da drinnen. Ist natürlich dann auch das Ziel dabei. Aber der Platz ist so gefährlich für Hechte. Da habe ich auch mal einen Schnurabbiss gehabt. Weil da ist ein bisschen eine Flachzone bei den See. Und da stehen natürlich gern die Hechte dort. Und jetzt versuchen wir mal einen zum Fangen. Vielleicht ist ja ein Barsch dabei. Ich probiere es jetzt einmal mit einem Chatterbait, mit einem kleinen. Da kann ich auch alles fangen. Du angelst gerne vom Boot, vom Kajak oder vom Bellyboot, willst den YPC unterstützen und dabei in den Genuss eines richtig guten Produktes kommen? Dann besorg dir jetzt die offizielle YPC Boat Measurement. Seitliche Schaumstoffstangen halten den Fisch sicher und schonend auf der Plane und sorgen dafür, dass die Matte nicht untergeht, falls sie mal von Bord geht. Ein sehr robuster Acrylwinkel zum Anlegen auch kapitaler Fische, faltbar und mit Klettverschluss versehen, zum einfachen Verstauen. YPC Boat Rekordmaße. Diese Mat lässt wirklich keine Wünsche offen. Du findest die Mat online oder im Fachhandel, zum Beispiel bei unseren YPC Megastores. Viel Spaß damit und Petri Heil. Na, heute schon was vor? Träum weiter. Bist du dir sicher? Wieso sagst du es nicht gleich?
might wake the neighbors up. Break you in and break you out. In the end, we're gonna make a child. Fuck! Ja! Oh nein! Ah. Ich dachte, das wäre ein Stein gewesen. Es war ein Barsch. Ja, ich habe gerade einen Biss bekommen, beziehungsweise habe ich ihn gar nicht als Biss erkannt, weil ich angel hier an der Steinpackung. Dann ist der Wobbler dachdicht in die Steinpackung rein. Dabei war es aber ein Biss. Habe extra nicht angehauen oder auch nicht weiter getwitcht, was ja dann auch manchmal reicht, um den Haken zu setzen. Weil ich dachte, dann zieht er sich noch mehr in den Stein rein. Und plötzlich, bup, 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 schwimmt er weg. Und dann war er schon weg. Anhieb hat gefehlt. Schade. Wenn ich einen Barsch hier habe, dann bin ich hier sofort weg. Einfach um Zander und Hecht fangen zu können. Deswegen hoffe ich, dass schnell einer kommt. Schön rausheben sollen. Scheiße! Fisch. Yes! 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 Da können Sie vor dir haben. Was eine Befreiung, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Der Elvin hängt perfekt im Winkel vom Maul. Super Fisch. Super Fisch, der bringt ordentlich Punkte. Ja, 42. Wow. Yes. Yes. So schnell ist der Fisch vergessen, den man vorher verloren hat. Aus den Augen, aus dem Sinn. Marc meistert die Barschprüfung im Zweitversuch und grüßt wieder von der Spitze. Bisher verteilt sich die sehr respektable Ausbeute ausschließlich auf 3 Angler. Wann legt die fischlose Konkurrenz endlich los? Wir sind am nächsten Spot. Die letzten 2 Turniertage hat der Hecht einen Haufen Angst gemacht. Und dass ich nicht wieder in die Situation komme, habe ich mich jetzt entschieden, jetzt auf Hecht zu angeln. Und sobald wir den Hecht haben, dann mit Barsch und Zander weiterzumachen. Das ist der Plan. Hier ein kleines Graben-Polder-System und klassisches Hechtangeln, wie man es kennt. Ich werde etwas größere Köder fischen, Gummifisch, Jerkbait, vielleicht mal ein Spinnerbait. So das Klassische, wie man es kennt. Hoffentlich klappt's. Okay, let's go! So nice. I get a bag, yes. Yeah, it's a good one. Whew, first fish. Special mauve. 72. First pike. 72. Not bad. I need 2 more with bigger size. And after we go for perch and zander. Let's put it on the water again.
Okay, so let's go on this side. Oof. I use this lure, so it's Fishing Ghost, 15 centimeter in grace color with Picraft system, so 1 hook, 1 triple hook, and as you can see, I don't use some weight, so it's shadow rig, and shadow rig works for this pike. So let's try to get 2 more. It counts if I take the same pike 2 times? I don't know, it never happens. Sometimes pike is a little bit crazy, so I have one time this situation. I caught a pike, and a nice one, like 80 plus. And we fish, and we come back on the same street, and we fish again when we are back to the car. And my friend take a strike and say, it's the same pike or no? And it was the same pike. So the pike attacked 2 times. One time I take a photo with this one, and 1 hour after, this pike eat the lure of my friend. So we have 2 pictures with this fish on 1 hour. That's crazy. So sometimes pike is crazy. So I don't know the rules about that in YPC, but if I take the same pike 2 times, it's work or no? I don't know. Kaum ist der Hecht wieder im Wasser, da ist Landry gedanklich schon beim zweiten. Aber um das an dieser Stelle kurz klarzustellen: Regulär gefangen würde derselbe Hecht natürlich auch ein zweites Mal zählen. Bleibt abzuwarten, ob das wirklich passiert. Marc nimmt derweil Feinjustierungen vor. Ich habe jetzt die ganz flache Ecke abgefischt mit dem kleinen Elvin. Der Elvin wiegt so roundabout 5,5 Gramm, ich meine, er hat 5,6 Gramm Gewicht. Ist ein schöner Köder, um flach zu angeln. Hier jetzt viel Steine, da konnte ich jetzt schön drüber fischen. Da stand auch der Barsch. Und hier geht es langsam, geht hier die Kante raus. Sie wird allerdings nicht sehr viel tiefer, wird aber eben ein bisschen tiefer, weil hier so ein bisschen Strömung ist. Und ich hier oben an der Spundwand stehe, werde ich den jetzt beschweren. Und dafür benutze ich so ein kleines John Wade von Elex. Das ist jetzt ein 2 Gramm John Wade. Die sind dafür gemacht, um Swimbaits zu beschweren. Alles Mögliche kann man wirklich damit machen. Und ich beschwere auch manchmal meine Spinnerbaits damit. Die hänge ich einfach hier ein. Und so läuft er etwas tiefer. Und für mich sind am wichtigsten die Kleingewichte. Das heißt 2 Gramm, 3 Gramm, 4 Gramm und manchmal 7 Gramm. Das mag nach sehr, sehr kleinen Abstufungen klingen. Aber 1 Gramm Gewicht am Köder Unterschied kann schon sehr viel ausmachen. Deswegen hier 2 Gramm reichen hier völlig aus, dass ich hier wieder schön über den Boden fischen kann. Also das kleine Accessoire beim Angeln kann ich nur empfehlen. Besserer Fisch. Jetzt darf er nur nicht aussteigen, wie es mir gestern mehrfach passiert ist. Schöner Zander. Ich hab den Zetti. Ich hab ihn. 59. So, wunderschöner 59er, den ich jetzt dankbar zurücksetze. Da ist er. So. Der wollte wirklich schnell zurück. Ja, wunderschöne 59 Zentimeter. Yes. Zander abgehakt. Ein bisschen werde ich hier noch mit dem kleinen Twitchbait arbeiten, aber nicht mehr lange. Ich denke mal so eine halbe Stunde, um zu gucken, ob ich vielleicht doch noch ein Upgrade hinkriege damit. Und danach werde ich auf größere Köder umswitchen.
Aber erstmal muss ich den Toni die für mich erfreuliche Nachricht schicken. Das Tempo ist beeindruckend. Wenn Patrick hier den kleinen Barsch zeitnah upgradet, hätte er immer noch fast 6 Stunden, um sich allein dem Hecht zu widmen. Der Erfolgsköder? Na klar. Ich kann mich mal wieder nur wiederholen. Danke Foxstretch für diesen tollen kleinen Twitchbait, der mir bei dieser YPC unfassbar viele Fische bringt. Also ja, richtig viele Wertungsfische. Ich meine, gestern waren 5 der 6 darauf. Heute waren es auch schon 3 Wertungsfische. Also es ist ein tolles Teil. Und probiert's aus. Ein Fisch, noch ein Schab die Fulka. Es ist einfach irre. Wahnsinnig. Ja, ist toll. War einfach nur mega Spaß. Ich bin auch mega glücklich. Mir macht es auch Bock, das Angeln. Das ist eine Angelei, die ich richtig nice finde. Diese Mischung aus Topwater und Twitchbait. Oh, was will ich mehr? Ohne Scheiß, was will ich mehr? Nee. Was ist denn los? Heute mit den Hängern klappt schon recht gut. So, sind wir wieder einsatzbereit und hoffen, dass nicht nochmal heute irgendeine Route neu montiert werden muss, weil jetzt langsam habe ich genug geknotet in dem Turnier. Übrigens, das an sich wichtigste Tool zum Hechtangeln, Bolzenschneider, und nicht irgend so eine Spielzeug-Playmobil-Größe, sondern wirklich für dicke Stahldrähte. Weil wenn ihr mal irgendwo einen Haken drin habt, werdet ihr dieses Ding lieben. Und kann man auch genauso nehmen, um Geflochtene zu schneiden, weil diese Klingen sind echt gut. Also unbedingt zu eurer Eigensicherheit immer einen Bolzenschneider mitnehmen. Dann habt ihr die Haken wieder schneller draußen, wenn mal was schief geht. So, und jetzt wird es Zeit, dass ich einen Fisch fange. Fischer. This pike is crazy. It's a little one, but it's a pike. Lure is off. Start measuring first. Okay, this one it's not 60. It's 59. Yes, small, but it's a pike. Hopla. Papaya. I continue with soft bait, but this one is from Stooky Fishing. It's ugly checker. It's 15 centimeter, but it's a small. It's not also large than the one before, because here I think there is a lot of little pike, so I make this one to find some little one, and I found one, so I will continue like that. Als Route benutze ich jetzt den finalen Prototypen der neuen Magic Wand. Ist eine leichte Baitcast-Route zum Barschangeln. Hat ein Wurfgewicht bis 15 Gramm und eignet sich perfekt zum Rigfischen, aber eben auch zum Hardbait-Fischen, Twitchbaits, Jerkbaits, Crankbaits und kleine Spinnerbaits, kleine Bladed Jigs, sprich Chatterbaits. Die Route gab es ähnlich schon mal, die Magic Wand. War ein geiler Stock. Die neue wurde tatsächlich noch geiler, ist ähnlich wie die Puppeteer, mit dem X5 Blank gemacht, Fuji Torside-Ringe drauf. Also das ist wirklich Endstufe, was eine leichte Baitcast für Barsch angeht. Damit macht's noch mehr Spaß.
Yes, yes, yes. Das ist mal ein schöner Zander. Auf den winzigen 3-Inch Magic Slim Shad. Wahnsinn. Ich habe erst gedacht, das ist ein Hecht im ersten Moment. Stahl hatte ich drauf. Von daher habe ich die Luft nicht so angehalten. Aber ja, es ist ein schöner Fisch, muss man wirklich sagen. Ich glaube nicht, dass er die 60 hat, aber irgendwie Mitte, Ende 50 sollte der haben. Mitte 50. Oh, das ist sogar drüber. Warte, 61. Und einmal wieder zurück. Jawohl. Nach 3 kleineren Exemplaren der erste Zander in guter Turniergröße für Marc. Der Mann von Ilex hat nun schon einen kleinen Puffer auf Platz 3 und muss sich ähnlich wie Patrick schon früh überlegen, wann er auf den letzten fehlenden Zielfisch umsattelt. Es fehlt jetzt zwar noch der Hecht, aber die Fische sind hier ein bisschen aktiv. Ich werde hier jetzt noch ein bisschen weitermachen in der City. Hoffentlich wird es dann nicht eng mit dem Hecht. Das kann dann natürlich passieren, aber ich riskiere es jetzt. So ein bisschen mache ich mir Gedanken, ob ich nicht vielleicht jetzt zu viel Zeit mit den kleinen Köder verliere, in der Hoffnung noch einen Zander oder Barsch zu fangen, um mich abzugraden. Ob ich nicht einfach sicher auf Hecht fischen soll und die Fische da wirklich als Beifang nehmen, wenn sie gehen. Und einen Stellenwechsel vornehmen. Das sind so die Gedanken, die ich jetzt habe. Deswegen fische ich jetzt auch nur noch bis zu dem Ast. Mache ich noch 2, 3 Würfe und dann geht's zum Auto. Patrick schwenkt also doch auf Essox um. Den sucht Markus nun schon seit geraumer Zeit mit wenig Glück. Und jetzt kommt auch noch Pech dazu. Ich glaube, wir hauen gleich wieder ab. Der pumpt jetzt da mit dem LKW das Wasser aus unserem Polder raus. Quasi am Hotspot. Das ist jetzt kein Witz. Der fährt jetzt da mit dem LKW gerade rückwärts ans Wasser und jetzt läuft auch schon die Pumpe. Das gibt's nicht. Ei, ei, ei. Ja, also mit den Hechten, wahrscheinlich hätten die Hechte gar nichts gegen mich, aber die Umstände. Es ist wirklich ein sehr abgelegenes Gewässer hier. Aber genau heute muss da ein LKW Wasser rauspumpen. Also weiter, sonst verlieren wir noch mehr Zeit. Das gibt's nicht. Ey. Fisch. Ganz kleiner. Ganz kleiner. Ah, auf dem Crank. Ah, ja, das wird mir jetzt nichts bringen, aber egal. Mal ganz schnell ranhalten, wie groß der ist. 0,5. Also 27. Schnell zurück. Das ist natürlich nicht, das wir brauchen hier, um weiterzukommen. Aber zumindest mal wieder ein bisschen Aktion. Leute, ich habe richtig krasse News für euch. Vom 9. bis 18. November feiern wir bei uns auf hechtobarsch.de die Diver Week. Einfach Diver-Produkte shoppen und im Warenwert von 50 € mit je einem Los im Lostopf landen. Was es zu gewinnen gibt: 3 richtig krasse Diver-Tackle-Pakete mit einem Warenwert von je über 1000 €. Krass, oder? Shimano hat die innovative Flashboost-Technologie entwickelt. Ob in Aktion oder bei einem Spinstop, es werden permanent Lichtreflexionen ausgesendet. Eine durch Federn im Kunstköder fixierte Spiegelfolie vibriert und erzeugt dabei diffuse Reflexionen. Selbst wenn sich der Hardbait nicht bewegt, vibriert die Spiegelfolie weiter und blitzt auf. Sie haucht dem Köder Leben ein und triggert Raubfische zum Anbiss. Das ist Flashboost.
Der neueste Scheiß, teilweise bevor überhaupt auf dem Markt ist. Bewährte Klassiker und immer die passenden Zubehörartikel. Kederfarbe, wo es woanders ja nicht gibt. Eine Chance auf den Monatsjackpot. Hilfestellungen, wie man die Produkte verwenden kann. Und das zu einem Hammerpreis, das ist ja fast geschenkt. All das kriegst du mit einem Lurdrop-Abo ganz bequem bei dir in der Bude geliefert. Ganz egal, wo du herkommst. Lurdrop ist für alle geil. Check www.lurdrop.de und werde auch du ein glücklicher Lurdropper. Bonne nouvelle pour tous les pêcheurs français, Lurdrop est maintenant disponible en France sur le site lurdrop.fr. Vous pouvez dès maintenant aller visiter le site. Okay, there is a lot of perch on this bridge. So I will try to fish for perch with this rod because it's a heavy rod. Spoon, and here we go. Real lighter as possible. Yeah. It's difficult, huh? But it's possible, I think. I get one. Small one. Big net for little fish. But maybe on this bridge there is a 23 perch. Wieder ein kleiner Barsch, leider nicht das, was wir brauchen, aber zumindest etwas. Vielleicht werden die auch noch größer. 31. Auch nicht das, was wir brauchen, aber besser als nichts. Tschüss, Großer. Weiter angeln, nächsten Fang. Der Nace-Gründer kann nicht ahnen, dass mindestens 3 seiner Konkurrenten mit so einem Exemplar für den Moment schon sehr gut leben könnten. Immerhin Landry konnte inzwischen die ersten Zähler verbuchen. Dennoch gehört der Vormittag eindeutig Dustin, Patrick und Max. Fisch. Nein. Oh, jetzt hat das Netz verhängt. Jawohl. Das ist wieder ein schöner Zander. Er ist etwas kleiner wie der eben. Und wieder auf den winzigen 3-Inch Magic Slim Shad. Wir sind früh im Jahr. Die Brut ist sehr klein. Da kann das manchmal der Schlüssel zum Erfolg sein. Eigentlich bin ich natürlich auf Barsch aus damit. Ich würde gerne noch so einen großen Barsch fangen, aber so einen Zander nehme ich natürlich auch sehr gerne. Dann messen wir jetzt einmal schnell. Das habe ich gewusst. Der hat 52,5, naja, ist fast bei 53. Jo, das ist nicht schlecht. Jetzt fehlt natürlich immer noch der Hecht erstmal, aber eins nach dem anderen. Könnte schlechter sein. Wir sind endlich an der nächsten Stelle angekommen. Der Polder vorher war leider ein kompletter Reinfall. Ich bin vom Polderfluch verfolgt in diesem Turnier. Aber hier hoffe ich gleich auf den Zander und auf den Barsch. Wenn das klappt, sind wir wieder auf der Jagd nach den Hechten. Let's go! So, hier unten ist ordentlich Strömung, hier drückt es durch. Jetzt müssen wir schauen, wie stark die Strömung ist heute. Schaut noch sehr viel aus. Ja, mit dem Blei habe ich überhaupt keine Chance. Probieren wir es hier weg. Nee, überhaupt keine Chance. Müssen wir da vorne probieren. Fisch hier so leicht im Kehrwasser, das Dropshot. Aber es ist brutal viel Wasser, was heute hier durchkommt. Muss gar nicht schlecht sein, aber da brauchen wir nicht ewig lang, das probieren wir kurz, dann gehen wir weiter. A huge perch hier. Huge perch. Riesiger Barsch unter mir hier.
Ah, took it. Oh, er hat ihn genommen. Oh, nein. Er hat den Chatterbait attackiert, aber wieder ausgespuckt. Oh nein. Das wäre gewesen, 40 plus. Oh Mann. Ah, das ist ärgerlich. Jetzt hatte ich echt einen Barsch noch drauf. 40 plus. Leider verloren. Wir gehen jetzt zum dritten Spot. Wird auch wieder ein Barspot sein, weil ich brauche einen Barspot, weil ich habe einen sehr guten Hechtspot und einen guten Zanderspot noch in der Hand. Und wenn ich den Barsch habe, kann ich sofort auf Hecht fischen und dann kann ich noch schnell zum Zanderplatz fahren. So ist jetzt auf alle Fälle mal mein Plan. Schaut zwar jetzt nicht so super aus, aber immer noch machbar. Mit Herberts Mantra beschließen wir diese Folge. Für den Altmeister und auch für Markus ist an diesem Vormittag wirklich einiges schiefgelaufen. Landry konnte nach verhaltenem Beginn zumindest 2 Hechte fangen. Dennoch ist klar, dass die 3 aus der unteren Tabellenhälfte in der verbleibenden Zeit ordentlich zulegen müssen, um im Rennen um die Finalqualifikation überhaupt noch eine Rolle zu spielen. An der Spitze hingegen geht es richtig eng zu. Leicht im Vorteil sind momentan Patrick und Mark, denen nur noch ein Hecht für die Full Card fehlt. Dustin benötigt noch 2 Zielfische. Für ihn spricht allerdings die bisher beste Barschpunktzahl. Für genauere Prognosen ist es aber eindeutig zu früh. Wie sich das Geschehen hier tatsächlich entwickelt, seht ihr in der zweiten Halbfinalfolge dieser Gruppe am nächsten Sonntag um 18 Uhr. Bis dahin viel Erfolg am Wasser und wie immer gilt, liken, kommentieren und natürlich abonnieren, solltet ihr das noch nicht getan haben. Ciao!